Hallo, hallo, guten Tag. Wir machen heute eine kleine Herbstbastelei und zwar ein Igelhäuschen. Großer Wunsch der kleinen Familienmitglieder und außerdem rennt auch im Garten einer rum, der so am Holzstapel und überall sucht, ob er da nicht gemütlich übernachten kann. Da bauen wir ihm heute ein kleines Häuschen. Anleitung haben wir einfach vom Nabu. Schauen wir mal, wie das wird. Ich glaube, keine große Sache. Wenn es ein bisschen laut wird, ich drehe mich mal. Gerade hier, aha, da hinten bimmeln die Kühe dieses Wochenende oder die nächsten Wochen noch, bis hier alles weggefressen ist. Also dann viel Spaß. Fertig? Und du kannst jetzt, bis es rackert, ruhig reinfahren. Stopp, 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 stopp. Gut. So, und jetzt stellen wir das noch hier vorne rein. Mit der Schräge. Das heißt, wir machen uns hier jetzt irgendwo auch einen Strich und machen 2 Löcher. Ne? Weil ich nah am Eingang bin. Ich weiß es auch nicht, wie es weit weg. Der Viel Schlafplatz hat. Ich würde sagen, wir machen es mal so. Komm her. Windel. So. Ja. Weil die in Japan erfunden worden ist, glaube ich. So. Jetzt, da wird man das dickere nehmen, ne? Gut. Wunderbar. Kriegst du gleich. Also gut, jetzt haben wir es schon geschafft. Schauen wir, das Dach liegt einfach nur auf 2 so Leisten. Anscheinend mögen Igel ein Vorzimmer. Sie krabbeln hier hinein. Sie krabbeln hier herum. Und hier wird dann angeblich geschlafen. Bin sehr gespannt, ob ein Igel schläft hierin oder nicht. Wir haben uns jetzt entschieden, in unserer Anleitung ist kein Boden dabei. In einer anderen Anleitung, die wir gesehen haben, da war ein Boden dabei. Wir haben jetzt eben mal überlegt, er schläft ja sonst auch auf dem Boden. Aber eigentlich in Heu. Wir machen einfach ein schönes Bett aus Heu. Also das war jetzt eine schöne Bastelei. Halbes Stündchen, nicht länger. Wenn ihr Erfahrungen mit Igelhäuschen habt oder Ideen oder Vorschläge, schreibt es mir gerne einen Kommentar. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ich euch wiedersehe.
auf meinem Kanal. Bis dann, viel Spaß beim Basteln.